Hallo Leute, hier ist Ceramic85 für euch. Heute möchte ich euch hier mal dieses Problem an meinem Dodge Ram zeigen. Und zwar ist hier der Endtopf kaputt gebrochen, wie man hier sieht. Eigentlich gehört das natürlich hier zusammengeschweißt, aber es ist nun mal schon etwas älter, das Teil, und deshalb werde ich es heute austauschen. Ich habe mir hier einen neuen bestellt, neuen Endtopf. Und zwar habe ich diesmal einen günstigeren ausprobiert. Es handelt sich um diesen Raptor Endtopf für ungefähr 35 €. Hier mal die Maße. Falls ihr vielleicht auch einen neuen Endtopf braucht, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Es geht hier nicht darum, irgendwie Werbung zu machen, aber ich möchte einfach zeigen, was ich einbaue in meinem Fahrzeug und natürlich euch auch zeigen, wie das Ganze klingt und wie einfach der Einbau hier jetzt wirklich ist. Also der wird dann in dieser Packung geliefert. So sieht das Ganze dann aus. Es handelt sich hier um verzinktes Blech. Und ja, jetzt geht es natürlich erstmal darum, den alten auszubauen. Das kann manchmal etwas schwierig sein. Hier hinten diese Schelle habe ich zunächst gelöst und jetzt versuche ich den abzuziehen. Dafür habe ich ihn auch etwas hier eingeschnitten. Und das Abziehen kann manchmal ein bisschen schwer sein, da diese Schellen natürlich die Rohre sozusagen zusammendrücken. So, jetzt habe ich ihn aber abbekommen. Und ja, hier die kaputte Seite. Hier nochmal der Einschnitt gut zu sehen. So, und ohne den Endtopf klingt das Auto dann so. Das nur mal spaßeshalber zwischendurch. Jetzt geht es weiter. Ich habe hier diese Schelle etwas gelöst. Diese alte Schelle möchte ich allerdings austauschen, denn die Schrauben sind nur noch sehr, sehr schwergängig. Und das Blech ist auch schon sehr ausgeleiert, möchte ich fast sagen. Also ich kriege das gar nicht mehr richtig angezogen. Und deshalb wird diese Schelle erneuert. Von den Maßen sollte natürlich der neue Endtopf genauso groß sein wie der alte, damit man keine Probleme mit Rohrlängen bekommt. Hier sieht man die Schellen, die ich verwende. Es sind hier verzinkte Schellen, Stück ungefähr 5 €, und die setze ich jetzt an beide Enden des Endtopfs an. Ich drücke die jetzt noch etwas weiter auf, denn sie müssen ja auch gut greifen. Und jetzt baue ich einfach diesen Endtopf dazwischen. Vorher natürlich die alte Schelle noch abnehmen. Hier sieht man, die ist auch schon in Mitleidenschaft gezogen. Und jetzt setze ich den neuen Endtopf dazwischen mit den Schellen. Das hinten und dann vorne rüberziehen sozusagen. Und durch diese breiten Schellen ist es jetzt nicht so wichtig, dass der Endtopf genau dazwischen passt. Aber auf diese Weise kann man ihn auf jeden Fall gut einsetzen. Und jetzt ziehe ich mit der Knarre diese Schellen fest. Ich hatte natürlich auch überlegt, ob ich vielleicht lieber das Ganze zusammen schweißen soll, aber durch die Schellen hat man einfach ein bisschen mehr Spielraum und es ist auch besser durchführbar, wenn man jetzt nicht gerade Schweißgeräte und andere Sachen zur Hand hat, und ist eigentlich für jedermann so machbar. Ist jetzt nicht so schwierig, die Schellen jetzt einzubauen. Also ich ziehe jetzt wirklich beide Schrauben so weit fest, dass hier sich erstmal nichts mehr bewegen kann und der wirklich fest sitzt und auch nichts klappert. Man möchte ja nun nicht ständig mit irgendwelchen Klappern durch die Gegend fahren, da ja auch der Auspuff immer stark vibriert während der Fahrt. So, jetzt sind beide Schellen schön fest angezogen, nichts wackelt oder klappert. Sollte auch alles dicht sein. Und jetzt schon mal eine kleine Soundprobe, so hört sich das Ganze im Kaltstart an. Eigentlich schon mal nicht schlecht. Natürlich jetzt die alten Teile sauber entsorgen, nicht einfach irgendwie rumliegen lassen, ist klar. So, jetzt mache ich noch eine kleine Testfahrt mit diesem neuen Endtopf, um euch auch zu zeigen, wie der sich so anhört während der Fahrt.
Großen und Ganzen bin ich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Endtopfs durchaus zufrieden. Ich konnte nun kein unangenehmes Dröhnen innerhalb des Fahrzeugs feststellen. Und von außen hört sich der Sound zwar relativ aggressiv an, ist aber insgesamt nicht so laut. Und ich muss sagen, mir gefällt das eigentlich und bin eigentlich zufrieden mit dieser Reparatur. Und hoffe, ich konnte euch irgendwie weiterhelfen, wenn ihr vielleicht plant, euren Endtopf auszutauschen oder derartige Auspuffreparaturen durchzuführen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über Rückmeldungen und Kommentare freue ich mich natürlich immer. Nicht vergessen zu abonnieren und bis zum nächsten Mal, euer Ceramic 85.